So, ich bin heute im Berggarten. Es sind 35 Grad. Ich öle stehend. Ich bin hier gerade mit meiner Lastenkraxe hochgekraxelt. Da sind jetzt schon einige Werkzeuge eingepackt. Ich will hier einiges mitnehmen an Zeug. Dazu gehört auch, dass sich meine Pläne ja wirklich geändert haben und ich jetzt andere Möglichkeiten habe. Gehört dazu, dass ich hier auch mal diese Plastikplane wegmache, inklusive den Beetmarkierungen mit Schnüren. Das muss alles weg. Jo, ansonsten sieht es hier weiterhin überwuchert aus, aber stellenweise auf sehr hübsche Art und Weise. Ich habe hier heute auch schon viele Schmetterlinge gesehen, eine Eidechse und leider wurde von meinem tollen Wein, der so toll ausgetrieben hat und so viele Blätter hatte, die wurden alle komplett weggefressen. Das war vermutlich ein Reh, nehme ich mal an, von beiden Weinstöcken. Tja, da brauche ich dann vielleicht doch nochmal anderen Schutz. Das wird dann schon ziemlich hoher Schutz sein. Und sollen wir vielleicht nochmal gucken, ob hier im Knoblauchbeet noch Knoblauch ist. Können ja mal, also das hier, was ist das denn? Hier ist ein Knoblauch. Dort. Dort ist ein Knoblauch. Ich habe einen gefunden. Hier sieht man ihn im Video. Ja, ich glaube schon. Das hier ist interessant, aber kein Knoblauch. Also dieses hier, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar eine wilde Möhre. Eine monsterige wilde Möhre. Eine sehr große, die hier im Kompost besonders gut gewachsen ist. Okay, ich habe einen Knoblauch gefunden. Gucken wir mal weiter. Oh, hier ist noch einer. Oh, guckt. Hier, noch einer. Geil. Er existiert noch. Ah, ich mache da mal. Oh, hier ist noch ein ganz kleiner an der Seite. Ich mache da mal weiter und rupf mal so ein bisschen was raus. Mal gucken, was ich hier so hinkriege. Ich habe voll vergessen, die Geräte mitzunehmen, aber es geht ja vielleicht auch so. So, und tatsächlich gibt es hier. Moment mal. Ich versuche hier gerade noch das da ein bisschen aufzurichten, das arme Teilchen. Denn es gibt hier tatsächlich ein paar tapfere Pflanzen, Knoblauchpflanzen, die überlebt haben. Die sind zwar alle jetzt etwas mickrig, keine Ahnung, ob die noch was werden, aber ein paar haben es geschafft. Okay, also das ist die aktuelle Ladung. Wie gesagt, 35 Grad. Die Leiter will ich noch mitnehmen und den Rucksack natürlich. Und ja, ist schon ordentlich schwer. Mal gucken, ob ich zwischendurch zusammenbreche oder nicht. In der Zwischenzeit habe ich zu Hause mal versucht, die Sache mit den Sensendengeln auf die Reihe zu kriegen, was unter anderem beinhaltete, dass ich diese Dengelhilfe in diesen Rubinienstamm hineinschlagen musste, was aber einfach so nicht ging. Dann habe ich versucht, ein Loch vorzubohren. Dabei ist meine Bohrmaschine kaputt gegangen. Dann musste ich erstmal eine neue Bohrmaschine bestellen, beziehungsweise einen neuen Bohrschrauber endlich mal. Die Bohrmaschine war sowieso hinfällig, die war schon über 30 Jahre alt und ja, Billigteil egal. Jedenfalls habe ich dann geschafft, ein Loch da rein zu bohren, dieses Dengelgerät da reinzuschlagen. Und ja, also das Dengelteil, das habe ich auch schon seit fast 15 Jahren und habe damit auch schon früher gedengelt oder bisher eigentlich überhaupt nur damit. Und es lag aber zwischenzeitlich an unserem alten Wohnort im Schuppen und ist dort ziemlich eingerostet. Und seitdem funktioniert das nicht mehr richtig, sondern ist ziemlich schwergängig einfach. Und naja, ich versuche halt trotzdem immer die Sensen irgendwie damit zu dengeln. Ich habe da auch drin rumgeschliffen und eingeölt und dies und man sieht noch das WD-40 im Hintergrund, das habe ich auch probiert. Schon seit langem immer mal wieder, jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwie die Sensen zu dengeln. Naja, es funktioniert nicht so richtig. Das hakt und stockt einfach die ganze Zeit. Besonders der Zweier, also der eine ist, der geht noch, wenn ich den raufschlage, dann ist der zumindest unten. Wenn er unten ist, dann rollt er halt gut rum. Aber der Zweier, der will irgendwie gar nicht.
Naja, und dann habe ich da halt mit Drehen und immer wieder das Sensenblatt dagegen schlagen, das irgendwie versucht, meine Sensen zu dengeln. Und es war aber einfach nicht so geil, nur so halb geil. Hat nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann habe ich dann so genervt, innerlich genervt, beschlossen, dass ich mir dann doch mal, was ich eigentlich auch schon länger vorhatte, es ist halt alles teuer, ne? Aber ich habe dann beschlossen, mir doch mal so einen Dengelamboss und einen Dengelhammer, so ganz normalen, zu besorgen. Oder auch zwei. Es gibt ja da so schmale und breite Ambosse und schmale und breite Hammer, dass ich beide Varianten zur Verfügung habe. Ja, also das ist jetzt beschlossene Sache, das mache ich dann so. So, naja, also die Dengelei hat jetzt vielleicht ein bisschen was gebracht, aber so der große Clou war es halt nicht. Man sieht auch, der Papierschneidetest funktioniert zwar, aber nicht so richtig gut. Also es ist ganz schön ausgefranst, das Papier. Aber gut, es ist wahrscheinlich ein bisschen besser als vorher. So, ich bin wieder im Garten. Wir haben immer noch Hitzewelle, über 30 Grad und so. Und ich sag mal so, meine frisch eingepflanzten Pflanzen im Beet, vor allen Dingen die Erdbeeren, haben das nicht sehr gut verkraftet. 1,5 Jahre auf dem Balkon gehegt und gepflegt, um sie irgendwann auspflanzen zu können. Und dann innerhalb von wenigen Tagen ermordet einfach. Oh Mann, oh Mann. Naja gut, ich bin jetzt auf jeden Fall hier zum Gießen. Das war mal ein Liebstöckel. Der ewige Kohl lässt auch ganz schön die Blätter hängen. Ja, die Zwiebel hier, die Winterheckenzwiebel, die hält sich wacker. Und interessanterweise die ganzen kleinen Pflanzen, die tun hier auch noch ganz gut. Das sind hier die Physalis und die Auberginen. Und auch die Kohlpflanzen sehen noch relativ okay aus. Also relativ. So, und ich habe hier mir wieder meinen Wasserkanister mitgenommen. Den werde ich gleich in die Gießkanne gießen und dann damit meine Pflanzen gießen. So, einmal sehr gezielt durchgegossen. Ich werde jetzt hier mal noch überall so gezielt diese ganzen verdorrten Blätter entfernen oder die halb verdorrten, damit die Pflanzen nicht noch mehr verdunsten als nötig. Und auch diese Fruchtansätze hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. Aber gut, dann mache ich das jetzt erstmal. So, hier sind dann nicht mehr viele Blätter übrig. Was heute auch noch auf meiner To-Do-Liste steht, da ich jetzt die Hacke hier habe, ist hier, habe ich das neulich schon mal getestet, am Beetrand, überall ringsum, so ein bisschen die Grasnarbe wegzuhacken, damit das hier nicht so sehr ins Beet reinwächst alles. So, okay, ich bin hier schon relativ weit gekommen. Ich kann definitiv nicht mehr. Ich merke langsam, wie mein Kreislauf einfach schlapp macht. Und deswegen mache ich hier jetzt mal vorsichtshalber gar nichts mehr. Also ich werde jetzt auch nicht aufräumen oder sowas. Ich lasse das erstmal alles so. Und dann muss ich wirklich mal zusehen, dass ich früher in den Garten fahre. Also richtig früh. So mit abends vorbereiten, alles einpacken, Frühstück mitnehmen und so. Und dann, wenn es noch kühler ist, ein bisschen was machen. Weil das geht hier aktuell so nicht. Ich schwitze wie noch was. Mir ist schwindelig langsam. Das kann nicht gesund sein. Ich bin gerade im Berggarten angekommen. Ich habe gerade hinter den Bäumen, also dort, etwas weghoppeln sehen, ein Reh oder ein Hase. Ich kann es nicht genau sagen. Und auf der Fläche, wo die Plane lag und wo der Boden jetzt frei liegt, sind, glaube ich, gerade eine Menge Amseln am Start. Jetzt hat man sie gerade wegfliegen sehen. Jetzt haben sie mich wahrgenommen. Natürlich hört man hier auch gerade viel Straßenlärm, weil ich das Mikro nicht drauf habe. Aber auch enorm viel Vogelgepiepse. Und es ist jetzt 7 Uhr. Ich habe also geschafft, meinen Plan von gestern umzusetzen und richtig früh loszufahren. Also 6:30 Uhr bin ich losgefahren. Ja, früh aufstehen tue ich ja sowieso, aber früh aus dem Knick kommen ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ich habe mich gestern nochmal extra in die Küche gestellt und mir ein leckeres Frühstück gemacht, damit ich heute auch wirklich einigermaßen früh loskomme. Also der Plan heute ist, zu mähen, diese Wiese hier, zumindest teilweise. Ein paar Stellen werde ich natürlich auch stehen lassen, damit die Insekten fliehen können und einen Unterschlupf haben weiterhin. Weil ja hier rundherum auch überall Wiese ist. Also das wäre jetzt auch nicht so unbedingt notwendig. So, ich habe hier 2 Sensenblätter dabei und meinen neuen Metallsensenbaum. Und die Sensenblätter, die ich habe, ist hier meine übliche Staudensense, die ich hier schon oft verwendet habe, auch beim letzten Mal. Und dann habe ich mir eine neue, beziehungsweise alte, gebrauchte Sense bei eBay gekauft. Die ist so 70 Zentimeter lang. Und das ist dann eher so für feinere Arbeiten, dachte ich mir. Ja, und das ist eine, ich weiß nicht, 60er, 70er Jahre vielleicht, aus der UdSSR, sehr häufig in der DDR verwendet. Und die sollen wohl ganz gut sein, ich weiß es nicht genau, aber wir werden es herausfinden. Und
wie ich darauf komme, dass die möglicherweise ganz gut ist. Da gibt es so eine sehr schöne, wie ich finde, sehr interessante Übersichtsseite über Sensen und die zeige ich jetzt mal. Hier haben wir die Seite sensenwerker.de. Ist ja ein bisschen altbacken, aber inhaltlich ziemlich cool. Ja, und da gibt es halt sehr interessante und sehr hilfreiche, wie ich finde, sehr hilfreiche Infos. Und dann sind verschiedene Sensenblätter hier erklärt und auch mit Bildern aufgelistet. Das finde ich halt besonders spannend, insbesondere wenn man sich überlegt, dass oft die alten Sensenblätter ja wirklich eine gute Qualität haben und diese Qualität heutzutage nicht mehr so einfach zu finden ist. Steht ja auch. Ja, hier zum Beispiel Sensenblätter aus den 60er bis 90er Jahren. Einige nur noch halb geschmiedet, weil billiger herzustellen. Und dann scrollen wir mal hier runter. So, das sind hier Blätter bis in die 60er Jahre produziert. Also anscheinend sind die 60er Jahre so der Punkt, nachdem die Sensen dann nicht mehr so gut waren oder viele Sensen nicht mehr so gut waren. Gibt natürlich noch einige Marken, die immer noch gut sind. Ja, und es wird ja alles so beschrieben, kann man sich ja dann selber durchlesen, wenn es einen interessiert. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum ich mir mal so ein älteres Sensenblatt gegönnt habe. Erstens mal sind die natürlich teilweise auch deutlich billiger und dann einfach besser, ne? So, ja, hier kommen wir dann in den Bereich auf der Seite, wo meine eine Sense ist. Die recht beliebte Wildwuchsblätter-Streu-Stauden-Silo-Sense. Diese beiden hier. Eine davon habe ich ja für meinen Berggarten, also die hauptsächlich für den Berggarten sein soll, weil da ja viel Aufwuchs ist, so an Gehölzen auch. Die ganzen Schlehen und der Hartriegel, die dort wachsen. Das muss ja auch alles mit weggemäht werden. Das ist so ein groberes Blatt halt deutlich besser als jetzt irgendwie so eine feine Rasensense. So, dann scrollen wir mal weiter runter. Was hier auch interessant war, Schrottblätter. Schrottblätter sind tatsächlich nur zum Wegschmeißen geeignet. Mit sowas habe ich auch angefangen. Ich bin einfach in den Baumarkt, habe mir ein Sensenblatt geholt und das hat dann gar nichts gemacht. Also selbst wenn ich da wirklich mit richtig viel Schwung und halber Gewalt auf den Rasen eingedroschen habe, hat das fast nichts abgeschnitten. Nur alles umgeboxt eigentlich. Komplett für den Arsch. Ja, und danach hatte ich mir halt bei eBay für 5 Euro eine angeblich handgeschmiedete Sense gekauft. Die war deutlich besser, aber ich weiß nicht, ob die handgeschmiedet war. Die hatte hier oben dran, so, also wenn ich das hier so mal zeige mit der Maus hier gerade, ne, oder oben dran so komische Rillen. Das sah dann schon eher ein bisschen gewalzt aus. Also, keine Ahnung, ob die dann wirklich handgeschmiedet war. Die konnte man auch dengeln, im Gegensatz zu der Baumarktsense. Da war mit Dengeln überhaupt gar nichts zu machen. Aber die ist dann halt sehr schnell an allen möglichen Stellen eingerissen und das war dann auch nicht sehr hilfreich und irgendwie so richtig hundertprozentig scharf war die auch nicht. Also man konnte hat damit schon, vor allen Dingen, wenn es sehr hoch gewachsen war, schon ein bisschen so einen Grund reingekriegt, aber so richtig gut war das nicht. Und wie es dann besser geht, habe ich ja dann erst gemerkt, als ich in dem Waldgarten, wo in diesem Schuppen diese alte Sense hing, mit dem Holzvorb, total verrostet, und ich mir die einfach geschnappt habe und damit mal losgemäht habe. Das war so viel besser, als was ich bis dahin gewohnt war. Allein, also der Holzsensenbaum war viel besser zu handhaben und auch die Schneide von der komplett verrosteten Sense war mit ein bisschen Schärfen, funktionierte einfach wesentlich besser als die Sachen, die ich davor hatte. Und dadurch bin ich ja dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir wirklich endlich mal, wonach ich ja schon seit Jahren auch schiele, ein paar besseres Sensenzeug kaufen muss, was ich dann gemacht habe, als ich den Berggarten übernommen habe. Und jetzt nochmal ein bisschen erweitert habe. Jo, und dann kommen wir hier zu diesen Sensen. Das sind DDR-Sensen aus russischer Produktion. Und die sollen ganz okay sein. Leicht und sorgfältig gearbeitet, recht gut zu dengeln. Und hier sind dann sowjetische Sensen. Das sind dieselben, die beiden Blätter. Und ich gehe mal davon aus, in dem Kontext, dass die halt auch gut gearbeitet sind und leicht zu dengeln sind. Und eine von diesen blauen ist dann die ich halt jetzt gebraucht gekauft habe bei eBay und die ich hier gerade benutze. Jo, also kann die Seite nur empfehlen. Da gibt es auch noch diverse andere Infos. Jo, empfehlenswerte kleine Website, würde ich mal sagen. Okay, und dann werde ich mal dort diesen Bereich anfangen zu mähen. So, ich habe dieses Stück schon mal gemäht. Ich werde jetzt auch noch als nächsten Schritt, das Schnittgut zusammenbrechen. Wo ich das dann hin tue, weiß ich noch nicht genau, weil ich habe ja eigentlich eine neue Strategie.
aber die ist noch nicht hundertprozentig durchdacht. Ja, wie man sieht, habe ich hier natürlich einige Hindernisse auch gehabt, zum Beispiel diese formschöne Sonnenblume, Glockenblume. Dann ist ja hier mein kleiner Orchideenspot, wobei man von den Orchideen nicht mehr so viel sieht, aber man erkennt sie noch. So, und hier war ja so eine große Fläche mit Knollenblatterbsen, diese pinken Dinger hier. Und die sind natürlich absolut mega von Insekten besucht, überall. Und da habe ich auch so ein kleines Stück stehen lassen. Ich meine, die kommen auch eh wieder. Ja, ansonsten muss ich sagen, diese neue Sense war kein Fehlkauf. Ich kriege zwar hier immer noch nicht dieses weiche, wurbelige Gras. Das hier, das kriege ich immer noch nicht so richtig weg. Da utscht die einfach drüber und schneidet nicht so richtig oder nur teilweise. Also man sieht ja auch, dass es geschnitten ist. Ich mir zum Beispiel diesen Grashalm hier angucke, wenn das Handy mal scharf stellen würde, tut es aber nicht. Naja, ist auf jeden Fall teilweise schon geschnitten, aber halt nicht sehr niedrig. Ja, weiß ich auch nicht, wie man das denn kriegt, aber es ist auf jeden Fall. Oh, wen haben wir denn da? Moment. Da ist ein kleiner Bläuling am Start. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte sagen, dass die Sense geil ist. Also durch die lange Länge kriegt man da, wenn man freie Bahn hat, richtig schön viel auf einmal mit einem Schlag, also mit einem Rutsch so weggemäht. Und um irgendwelche Stellen herumzumähen, geht mit der auch gut, obwohl die so lang ist. Und ja, ist auf jeden Fall schön scharf. Das einzige Problem, aber da kann die Sense nichts dafür, ist, dass die sich immer wieder verstellt. Wenn ich irgendwo hängen bleibe, dass die dann halt zu weit nach außen sich dreht. Deswegen habe ich hier zwischendurch einen kleinen Stock als Keil dazwischen gemacht. Das funktioniert ganz gut. Nur den ersten Versuch, den Stock habe ich leider verloren. Mal sehen, wie lange der hält. Aber das wirkt auf jeden Fall. Und wenn die sich nämlich zu sehr hier so nach außen dreht, so, weil sie irgendwo hängen bleibt, dann mäht sie halt nicht mehr so gut. Jo, dazu möchte ich dann auch nochmal eine tolle Webseite vorstellen, wo sehr gut erklärt wird, wie ich finde, wie man eine Sense denn einstellen kann. Und zwar ist das die Webseite vom österreichischen Sensenverein. Wie man hier sieht, gibt es da auch wieder diverse Dinge, die angeboten werden, zum Beispiel Sensenwissen oder auch Kurse. Ja, und was ein Verein so macht, der sich dem verschrieben hat, dass Sensen wieder mehr gebraucht werden und mehr benutzt werden. Es gibt, glaube ich, auch einen deutschen Sensenverein. Es gibt auch sowieso einige mehr Anbieter, als man glaubt, für ja alles, was mit Sensen zu tun hat, also Kurse, Hilfen. Und hier kann man auch per Mail zum Beispiel mal eine Frage stellen und so. Habe ich auch schon gemacht. Hat gut geklappt. Und von dem Verein habe ich auch also die haben ihren eigenen Sensenbaum entworfen und den habe ich halt auch. Das ist der, den ich gekauft habe neulich. Und ja, auf dieser Seite hier, die ich hier gerade habe, Sensen wissen, Sense einstellen, kann man dann halt hier sehr schön sehen, woraus so ein Wurp besteht, was so ein Sensenblatt genau ist und ja, wie man das alles zusammensetzt und montiert und dann genau auf seine Bedürfnisse justiert und auf seine Körpergröße und so weiter. Dann kann man hier noch ein bisschen was zur Pflege und zur Haltung und zur Kontrolle der Einstellungen und zum Wetzen ist ja auch noch ein bisschen was an Info. Fand ich auch sehr hilfreich wieder, das nochmal zu sehen und genau zu checken. Jo. So, und jetzt ist erstmal Zeit für mein leckeres mitgebrachtes Frühstückchen. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Geil. So, okay, Frühstück war phänomenal. Ich finde ja immer, wenn man so draußen isst, schmeckt alles irgendwie noch viel geiler als zu Hause. Ja, ich bin gestärkt. Und nun werde ich mich mal dieser ganzen Fläche hier widmen. Da lag übrigens die Plane. Da ist alles platt. Die lag da ziemlich lange, weiß nicht, ein Jahr oder so. Ja, und hier geht's jetzt weiter mit all diesem Gras. So, habe natürlich vergessen oder auch verdrängt, dass ich ja da vorne erstmal zusammenrechnen wollte, bevor ich weitermache. Und dann habe ich halt weitergemacht, weil es so viel Spaß macht. Ja, bin ja schon, das sind jetzt nur 4 Bahnen. Also die Bahnen sind mit der Sense deutlich breiter, mit der langen. Und die funktioniert halt auch echt geil. Und ich sehe gerade, dass da massenweise Schmetterlinge rumschwirren.
auf dem gemähten frischen Zeug. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Stück da hinten und vielleicht ganz hinten noch ein bisschen, wobei da ja eigentlich nicht viel Gras oder sowas wächst. Was ich auch vergessen habe, ist, ich wollte hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da teilen sich so zwei Wege. Und früher bin ich immer so hinter dem Beet dann irgendwie hier oben lang gegangen, oder hier geht es sogar schon los. Da dazwischen, da wollte ich eigentlich das Gras lang lassen und wachsen lassen und nur ab und zu mal ein bisschen rupfen und auch Schlehen rausnehmen, damit sich dort auch ein paar größere Blumen ansiedeln können. So ein Wildblumenblühstreifen oder so, dachte ich mir, so in der Mitte. Und das habe ich auch vergessen und hier einfach drüber gemäht. Aber gut, beim nächsten Mal, oder vielleicht denke ich da jetzt noch dran. So, jetzt werde ich aber erstmal zusammenrechnen hier und gucken, wie viel Kraft ich noch habe und dann eventuell noch ein bisschen weitermachen. Und ja, wenn ich das in der Mitte stehen lasse, dann lasse ich ja was stehen. Also dann dürfte es auch noch Rückzugsmöglichkeiten für die Insekten geben. Ich muss auch mal sagen, der Ameisenhaufen, der sieht ja jetzt wirklich. Wo ist er denn bloß? Hilfe. Da. Ja. Die Ameisen sind auch ein bisschen träge bei dem Wetter, glaube ich. Oh, hier ist so viel los. Da fliegt gerade ein Schachbrettchen rum. Kann man bestimmt nicht sehen auf dem Handy. Vielleicht doch. Ich sehe es so ein bisschen. So schön. So schön hier. So, also ich habe zusammengerechnet. Ja, also in Bezug auf die Flächenkompostierung habe ich beschlossen, dass ich nicht, wie ich zuerst dachte, das Zeug direkt irgendwo hinschmeißen werde, wo ich vielleicht irgendwie mulchen möchte. Und dann versuche, es klein zu hacken, weil ich glaube, das geht mit dem frischen Zeug auch gar nicht so gut. Sondern ich werde weiter einen Komposthaufen machen, dieser Art. Davon habe ich ja schon zwei. Also diesen, oh Mann, Kriebelmücken, überall. Echt Viecher. So, und da vorne ist auch noch einer. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich den frischen Grasschnitt daneben schichten werde und dann von diesem Haufen immer so ein bisschen da reinmischen werde, sodass ich da in die unteren Schichten komme, die wahrscheinlich schon ein bisschen zersetzt sind. Und die kann ich ja dann benutzen zum Mulchen und als Kompost und so. Ja, also ich werde hier jetzt nichts Großartiges mehr, habe jetzt erstmal nichts vor mit irgendwie Kompostboxen bauen oder sowas. Oder abdecken werde ich die auch nicht. Ich werde die einfach nur so hinschmeißen und dann halt immer mixen. Grün und man soll ja, glaube ich, irgendwie 2 Drittel grün, 1 Drittel braun. Das wäre dann der braune Anteil. Ja, schauen wir mal, was geht. So, da ist ja der neue Haufen. Den habe ich jetzt auch etwas mehr in die Breite gebaut, damit er mehr Bodenkontakt hat. Der andere Haufen daneben ist weg. Da war übrigens noch gar nichts verrottet, nur vertrocknet. Ich denke mal, das liegt daran, dass da die Plane drüber lag. Und dadurch war der halt einfach nicht feucht genug, um wirklich zersetzt werden zu können. Ja, der lag da schon eine Weile. Und was ich hier daneben gepackt habe, ist noch so, das sind hauptsächlich so Reisigsachen. So kleine Holzdinger hier von Schlehen, vertrocknete Schlehenzweige und so. Das habe ich da jetzt mal nicht mit reingetan, weil das verrottet ja nicht oder nur sehr schwer. So Reisighaufen werde ich vielleicht einfach extra machen für Igel als Unterschlupf oder andere Tiere. So kleinere, hier und da. So, also das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus hier. Ich habe schon ganz schön viel gemäht. Und jetzt ist die Frage, wie spät ist es? Es ist 10:30 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt seit 3,5 Stunden hier. Und die Frage ist, ob ich das heute noch fertig mache. Und ich denke, ja, weil dann habe ich den Kopf frei für die ganzen Sachen, die ich im Schrebergarten machen muss. Und das sind so viele Kleinigkeiten mit viel Organisation und Mikromanagement, dies, das. Das ist im Moment ein bisschen overwhelming einfach. Und dann ist es gut, wenn ich weiß, dass hier alles klar ist, dass ich mich hier erstmal um nichts mehr kümmern brauche. Jedenfalls nicht zwingenderweise. Also ich habe natürlich viele Sachen, die ich hier machen könnte und viele Ideen, aber ich kann es auch erstmal lassen. Ich muss nicht, wenn ich das da gemacht habe. Und deswegen mache ich das jetzt noch. Also okay, es ist jetzt fast 14 Uhr und das Zusammenrechnen von all dem Zeug war jetzt nochmal extra fies, weil ich ja nicht nur das Zeug von heute, sondern auch, was ich im März hier aus der Wiese heraus vertikutiert habe, zusammenrechnen musste. Ich habe da hinten jetzt noch 2 Haufen liegen lassen, denn ich kann nicht mehr. Es ist auch schon wieder voll heiß.
Ich wollte es halt unbedingt fertig kriegen heute. Also nicht nachmachen, das ist nicht gesund. Ah, ja, ich wollte halt so viel wie möglich fertig kriegen heute, damit ich den Berggarten dann wieder mal 2 Monate in Ruhe lassen kann oder wie lange auch immer ich möchte und mich dann um den Schrebergarten kümmern kann und mich darauf erstmal konzentrieren kann. So, wie man sieht, ist jetzt alles schön kurz, bis auf da ein paar Büschel. Oh Gott, ich bin so durch. Wahrscheinlich werde ich dann heute den Rest des Tages eher liegend verbringen. Ach, das wird schön. Da freue ich mich schon drauf. Und hier ist noch ein zweiter Komposthaufen entstanden, wobei ich für diesen den Haufen da vorne abgebaut habe, der hier am Eingang liegt. Das ist der schon am längsten hier liegt. Dieser hier. Und da war auch keine Plane drauf. Und wie man sieht, ist ja auch nicht so wirklich Kompostierung passiert oder Humusbildung. Vielleicht in den unteren Schichten, keine Ahnung, aber bisher sieht alles nur nach Trockenstroh aus. Naja, okay, dann wissen wir das auch. So, das ist der aktuelle Stand. Und damit verabschiede ich mich auch für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.